Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Ich habe mir gesagt, heute gibt es mal ein riesen Italien-Update. Technisch gesehen passiert da aber sehr viel im Hintergrund momentan, außer dass wir die riesen Schattenbahnhöfe hier zum Beispiel eingebaut haben. Das war ein ganz schöner Akt, weil die sind lang, schwer und groß, aber sie sind drin. Wie gesagt, technisch passiert momentan viel im Hintergrund, aber der Landschaftsbau, der schreitet mit Riesenschritten voran. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein Landschafts-Italien-Update und danach das Dauerbrenner-Thema Vesuv. So, wir stehen jetzt hier hinter Rom. Wenn man sich Rom anschaut, könnte man denken, da hat sich seit einem halben Jahr nichts getan, aber das stimmt nicht. Erstens bauen wir die Häuser. Die müssen gezeichnet, dann hergestellt werden, zusammengebaut, ausgeschmückt und mit Details versehen werden. Und wir stellen fest, dass teilweise an einem einzigen Haus jemand 3 Wochen dran sitzt. Und deswegen sieht es momentan so aus, als wenn sich nichts viel tut. Aber wir haben so auch Detaillösungen, an denen wir gerade sehr intensiv basteln. Zum Beispiel der große Hauptbahnhof von Rom wird sehr schwer erreichbar sein, wenn irgendein Problem ist. Sei es ein technisches Problem oder einfach nur ein Zug ist entgleist. Da hier hohe Gebäude vorher stehen werden, das ist so ein Kopfbahnhof mit außen stehenden Gebäuden, haben wir uns gesagt, hier einen Tritt hin, rübergreifen und dann kann man, oh Wunder, die ganze Oberleitung samt Masten nehmen, zur Seite stellen, im Worst Case sogar noch die Bahnhofssachen einfach abbauen und kann perfekt an den Zug rankommen und so vermeiden wir, dass wie zum Beispiel beim Hamburger Hauptbahnhof wir immer wieder das Problem haben, dass dort durch den Betrieb Schäden an der Oberleitung oder an der Beleuchtung oder an den Bahnsteigen passieren. Das machen wir diesmal anders und ich glaube, das ist eine gute Idee. Der Alltag wird uns zeigen, ob sie wirklich gut ist. Hier steht noch unser Papp-Testmodell, was ich schon mal gezeigt habe, aber das Kolosseum ist weiterhin ein Riesenthema. Also wir sind seit vielen Wochen dabei, es zu zeichnen. Die Fräse arbeitet fleißig dran. Es wird alleine einige Wochen dauern, dass die Fräse die Teile fräst dafür. Und wir waren letzte Woche extra in Italien, Gerd und Stefan sind hingefahren, weil wenn man sich die Fotos anschaut, dann sieht das Kolosseum von außen so aus, als sei es der typische römische oder aus Südfrankreich und Italien bekannte Sandstein. Aber das stimmt beim Kolosseum nicht ganz. Wenn man genauer hinschaut, haben wir roten Backstein, wir finden Zement, wir finden Beton aus verschiedenen Epochen, weil das Kolosseum immer mal wieder saniert, repariert, erweitert, sogar teilweise abgebaut und wieder aufgebaut wurde, findet man da wirklich aus allen Zeiten Baumaterialien. Und um das wirklich perfekt nachzustellen, sind wir hingeflogen und haben das vor Ort uns mal angeschaut. Auf jeden Fall wird uns das noch viele Monate begleiten und am Ende werden wir wahrscheinlich ganz schön stolz drauf sein. So, Judith baut gerade so ein bisschen an den römischen Vororten, weil wir müssen ja irgendwie rauskommen Richtung Marmorabbau in die Landschaft an die Amalfiküste, kommen hier aus Ligurien, Monaco, Toskana hier hin und da ist eine Scheibe. Und durch diese Scheibe würde ich jetzt gerne weitergehen und euch das zeigen, wie es dahinter weitergeht. Das geht aber nicht. Weil, das ist vielleicht einigen von euch schon aufgefallen, es gibt im Wunderland immer mal wieder, so wie hier, dicke Fensterscheiben. Das ist ein ganz einfacher Hintergrund. Das ist ein Brandschutzabschnitt. Sollte es hier im Gebäude irgendwann mal brennen, dass das Feuer in einem Bereich bleibt. Das heißt, hier ist wieder ein Brandschutzabschnitt zu Ende. Und um das zu erklären, was dahinter ist, muss ich jetzt einmal rumkommen. So, diese Fensterscheibe hält mindestens 90 Minuten Feuer aus, sodass in dem, ich hoffe, dass es nie passiert, Szenario, dass es brennt, wirklich das Feuer nicht weiterlaufen kann. Hier ist noch alles ziemlich unfertig, hier die Marmorfabriken und so weiter. Hier kommt Venedig hin. Die Kulisse hinter Venedig ist halt ein ziemlich steiler Berg. Hintergrund, die Züge aus der Schweiz kommen über die große Brücke hier rüber und müssen runterwendeln. Das müssen wir irgendwo verstecken. Passt aber bei Venedig nicht ganz richtig. Aber wenn man mal Venedig anschaut, im Hintergrund sind auch Berge zu sehen. Ich hoffe, dass der Kompromiss trotzdem funktioniert. Gehen wir weiter zur Amalfiküste. So, jetzt sind wir von Venedig hier rüber gekommen. Hier haben wir noch eine schöne mit Siemens Lufthaken befestigte Brücke. Ihr könnt ja mal gucken, was ich damit meine. Hier stehe ich vom Freizeitpark. Vielen Dank für eure E-Mails. Ich habe mehrere bekommen, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, wir haben den Bahnhof vergessen. Jetzt kommt die ganz schlaue Antwort. Nein, es stimmt. Wir haben es tatsächlich vergessen. Danke für den Tipp. Wir werden ihn nachrüsten. Im Berg irgendwo wird also der Bahnhof sein. Spannend, da haben wir selbst gelacht. Hier ist für Italien ganz typisch Wein. Auf jeder Rinne, überall wird Wein angebaut. Müssen auch wir für unsere versoffenen Mitarbeiter machen, damit wir sie ordentlich versorgen. Aber insgesamt sieht man, die Detaillierung und die ganze Landschaftsgestaltung hier in der Amalfiküste ist eigentlich fertig. Es fehlen noch ein paar Details, noch ein paar Gebäude. Das Castello Aragonese ist noch bei Sascha auf dem Platz, weil das ganze Feuerspiel da noch eingebaut wird. Aber, gehen wir hier weiter. So, und ganz typisch für Italien, 2 Liegestühle, ein Sonnenschirm, en masse fertig bei uns, 35 € haben wir gesagt, weil Wasser ist noch nicht da, aber der Vorteil, man kann schon übers Wasser rübergehen, wo geht das schon? Also 35 €, denke ich mal, ist gerechtfertigt. Aber
Auf Sizilien ist uns aufgefallen, die Flüsse haben Wasser. Bei dem Wetter, wie geht das denn? Aber wir haben die Lösung gefunden, wie die das machen und das werden wir hier auch so machen. Da oben ist der Wasserhahn schon an, das Wasser wird hier runterlaufen und irgendwann wird es hier ankommen. Und dann müssen wir über die 35 € reden, wenn das Wasser fertig ist. Und dann wird auch eine Knopfdruckaktion fertig sein, nämlich springende Delfine. Das ist schwer vorstellbar, wir können uns das einmal nicht so genau vorstellen, dass Stefan das hinbekommt, aber er ist fleißig dabei und da bin ich super gespannt, wie das am Ende aussehen wird. So, von hier aus geht es die Amalfiküste weiter entlang. Man kann die tollen Schluchten bewundern und schon wirklich, es ist sehr dreidimensional geworden. Etwas, wo ich mich wirklich sehr drüber gefreut habe, als wir mit dem Licht das erste Mal gespielt haben. Deckenlicht ist neu, neue Technik, werde ich irgendwann in den nächsten Folgen mal was drüber erzählen, weil wir mit diesem neuen Deckenlicht ein bisschen mit schrägen Lichtverhältnissen spielen können. Dann ist diese Dreidimensionalität dieser Schluchten so sensationell schön zu sehen, wie wir es bis jetzt im Wunderland noch nicht hatten. Da freue ich mich drauf. Wie man hier sieht, wir haben unsere Technik für Klappen noch mal ordentlich verfeinert. Hier alleine an der Amalfiküste haben wir 6 solche Klappen, die man zum Glück kaum noch sieht. Die sind für uns sehr wichtig, dass wir Wartungsarbeiten machen können und für die Zugfahrer, falls man Zug entgleist. Aber gute Arbeit, echt, sind toll geworden. Hier sieht man unter mir einen Wasserfall, in einer meiner Lieblingsschluchten übrigens. Und dieser Wasserfall, da wollen wir was testen. Und zwar tagsüber mit LEDs, die dahinter in bestimmten rhythmischen Bewegungen blinken. Wollen wir versuchen, ob wir es hinkriegen, dass dieser Wasserfall, das Wasser mal lebendig wird. Keine Ahnung, ob es klappt. Wir wollen es halt ausprobieren, dass es wie ein Wasserfall aussieht. Dann haben wir uns bei Italien mal entschlossen, ein bisschen was zum Thema Arbeitsschutz zu machen. Hier sieht man hier unten links schon so ein schönes Haus, wo man den Unterschied, sagen wir mal, so zu der europäischen Rechtslage sieht, wie man Arbeitssicherheit so behandeln kann. Hier die Atrani-Häuser, die auf die Freifläche hier vorne kommen, die stehen bei Tobi noch gerade auf dem Platz. Da werden wir dieses Thema auch ein bisschen annehmen. Aber insgesamt entstehen hier die letzten Häuser und dann ist der Abschnitt wirklich fertig. Da hinten kann man schon sehen, wir haben an einigen Stellen uns gesagt, die Besucher wünschen sich eigentlich immer, dass wir unsere Anlage beschildern. Dass wir ranschreiben, was sieht man da gerade. Das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wünschen uns, dass der Fantasie keine Grenzen gelassen werden und dass man selbst auf Entdeckungsreise geht und versucht herauszufinden, was wir hier darstellen. Wir haben aber gesagt, um das jetzt mal so ein klein bisschen zu versuchen, haben wir einfach die echten Straßenschilder genommen und werden hier überall auf den echten Straßenschildern die Wegweiser aufgeben, wohin es denn zu welcher Sehenswürdigkeit geht. Das heißt, wenn man nachgucken möchte, muss man nur genau hinschauen. So, und hier bei den Trolleyhäusern und so der ganzen Region wird mir mal eins so richtig bewusst. Wir haben ungefähr für 5, 6 laufende Meter so viel Zeit investiert wie für den ganzen Harzabschnitt damals, wie wir uns entwickelt haben in den Jahren. Und es macht uns tierisch Spaß, dass wir uns erlauben können, so detailliert zu sein. Ob das hier die kleinen Mauern sind, ob das da hinten, ob das die Klimaanlagen sind, die Fallrohre von den Häusern, ob das die elektrische Verdrahtung der Klimaanlagen ist. Wir gehen überall mittlerweile so ins Detail, dass es wirklich Spaß macht, dass wir wirklich uns das erlauben können. Dass wir 4 Jahre lang keinen neuen Bauabschnitt eröffnet haben, weil wir es so genau nehmen mit Italien, mit den Planungen und jetzt mit der Umsetzung. Aber egal, es ist fast fertig hier der Bereich. Es sieht sensationell aus, finde ich zumindest. Man kann sich es momentan noch nicht so vorstellen, weil wir es noch nicht richtig filmen können, weil hier die Wand noch im Weg ist. Aber am besten kommt ihr natürlich selbst mal vorbei, wenn es fertig ist. Und wir werden natürlich dann, wenn die Wand hier weg ist, in ein paar Monaten auch mal diesen richtigen Gesamteindruck liefern können. Und ich hoffe, dass dann auch bis dahin dieser Schandfleck weg ist, der Vesuv, mein großes Sorgenkind. Und deswegen gehen wir jetzt mal nach oben und machen ein kleines Vesuv-Update. Herzlich willkommen zu unserer Samstagabendshow, der Supervulkan. Diese Woche steht an Vulkan Nummer 1 der Titelverteidiger Stefan. Und an Vulkan 2 der Herausforderer, sehr vielversprechend, Tim. Und ich würde sagen, damit sind wir schon bereit für die Show. Und ich würde sagen, auf den Vulkan, fertig, los!
gar nicht. Hier unten kommt gar nichts mehr an. Alles wunderbar hier. Du sortierst mich hier auch schon wieder. So, Achtung und 3, 2, 1, aus! Oh, ich muss leider verkünden, heute ist kein Vulkan ausgebrochen. Damit haben wir, ja sage ich jetzt nur Verlierer, nein, wir haben heute nur zweite Sieger. So, Spaß beiseite. Warum haben wir hier zwei Vesuvs oder wie auch immer man es nennen möchte, stehen? Es hat einen Grund. Wir haben in den letzten Wochen viel getestet und wir hatten eine Phase, das ist ungefähr 3 Wochen her, da hatten wir tatsächlich wirklich schöne Ergebnisse. Es lief hier mehrere Tage lang ein Vulkan. Wir haben Lava in schwarz, in braun gefärbt und es sah wirklich realistisch aus. Wir haben auch erste Kulissen schon gebaut und waren eigentlich ganz zuversichtlich. Nochmal vielen Dank für all diese E-Mails, für die Zuschriften. Es waren viele Bedenken dabei, die wir ernst genommen haben, aber das Schöne ist, die tolle Nachricht ist, die sind alle nicht eingetreten. Die Schnecke hält, die Spindel nutzt nicht ab. Es ist kein Verschleiß zu spüren. Es gibt keine Verstopfungen, auch dass der Motor unten sitzt, obwohl er eigentlich bei so einem Antriebssystem oben hingehörte, passt in unserem Fall besser und funktioniert. Und wir haben auch mittlerweile das Förderband getestet. Auch das funktioniert einwandfrei. Das heißt, wir kriegen den Sand zuverlässig nach oben. Und er rutscht auch zuverlässig runter. Ja, warum stehen wir jetzt hier? Weil er tut das nicht lange. Wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Der Sand hat so eine Polymerbeschichtung und wir haben auch schon mit dem Hersteller gesprochen, da kriegen wir noch nicht hundertprozentig tolle Antworten, aber wir hoffen, dass da noch was kommt, warum das Folgende passiert. Diese Polymerschichten, wir haben mit diesem Sand 2 Jahre hier rumgespielt, rumgetestet und es ist nie aufgetreten, was jetzt passiert. Wenn man das Zeug im Dauerbetrieb hier die Rutsche rutschen lässt, passiert irgendwann etwas, nämlich es kommen Ablagerungen. Und diese Ablagerungen sind nicht festgeklebter Sand, sondern sind genau diese Polymere, die diesem Sand diese Eigenschaften verleihen. Und wenn der Sand das Stück für Stück verliert, seine Polymere, dann sieht er nach ungefähr einer Woche so aus. Er wird ganz krümelig, sehr rau und seine Rutscheigenschaften verändern sich. Und das bedeutet für uns, dass wir theoretisch mit dem Zunehmen dieser Eigenschaft oder dem Abnehmen seiner Eigenschaft die Rutsche immer steiler stellen müssten, weil sonst verhakt es und das lässt sich einfach nicht kontrollieren. Hinzu kommt, der Sand ist irgendwann verschlissen und muss nach etwa einer Woche ausgetauscht werden. Die Schnecke hat ein großes Problem, dass die den Sand etwas mehr beansprucht als die reine Rutsche und dadurch diese Polymere, die sind wie Gummi, wie schmieriges Gummi, sich an der Schneckenspindel festmachen und wir das nicht reinigen können. Das heißt, was können wir jetzt noch machen? Wir können versuchen im Förderband, was den Sand nicht so beansprucht, das hochzufördern, dann über einen Pneumatikzylinder oder irgendwie über die Kuppe drücken. Wir können versuchen, aus einem Seitenschlot des Vulkans die Lava austreten zu lassen oder hinten rumrutschen zu lassen, während bei dieser Variante es wunderbar aussieht. Es ist genau das eingetreten, was wir uns gewünscht haben. Es sieht so aus, als wenn es oben aus dem Krater rausquillt. Welches Verfahren für die Hochförderung wir am Ende nehmen können, wissen wir nicht. Ob wir es am Ende überhaupt schaffen, wissen wir nicht. Wir suchen jetzt fieberhaft nach einer Lösung. Wir haben verschiedene Materialien versucht, ob die Eigenschaft haben, dass die nicht die Polymere lösen, also sprich, dass da nichts anhaftet, haben eigentlich nur 2 kleine Erfolge. Das Material, ich muss ehrlich sagen, was war das noch? Moosgummi heißt das? Moosgummi, war nicht schlecht und Silikonöl haben wir im oberen Bereich getestet, nicht schlecht. Aber auch beides, nach einer Woche geht das los, hat Anhaftungen. Und wenn der Sand seine Chemie verliert, dann ist es vorbei. Das heißt, wir suchen jetzt einen Chemiker, der uns das Problem löst, oder wir suchen ein Material, was definitiv überhaupt gar keine Anhaftungen hat. Teflonspray, alles ausprobiert. Und wir versuchen einen alternativen Fördermechanismus hiermit zu machen. Das heißt, wir versuchen ganz viel. Wir haben momentan genau heute eigentlich so den Punkt erreicht, wo wir alle Versuche, die wir gemacht haben, erstmal beenden und jetzt neue Ideen sammeln. Das sind leider keine guten Nachrichten, auch wenn wir zwischenzeitlich, ihr seht es, habt es gesehen, tolle Bilder liefern können, müssen wir eventuell sogar über eine Alternative nachdenken. Ja, das ist sozusagen ausnahmsweise mal ein unschönes Ende von Gerrits Tagebuch, aber wir sind absolut zuversichtlich, dass wir in der nächsten Folge schon wieder mehr lächeln als heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und freue mich ganz toll auf die nächste Folge und hoffentlich mit Good News. Danke. Tschüss.